Mit diesem Experiment konnte ich sogar Tomatolix beeindrucken. Ich mache das inzwischen seit über 6 Jahren. Von Zuckerverzicht, Überleben ohne WhatsApp, Entscheidungen nur noch Bauchgefühl, gar nichts mehr aufschieben oder sogar mein Image riskieren. Was davon wirklich geblieben ist, zeige ich euch heute. Hi, ich bin Josef. Und neben meinem Job als Drehbuchautor und Regisseur mache ich jetzt schon mehr als 6 Jahre Selbstexperimente auf YouTube. Und damit das Video keine 6 Jahre dauert, endet es, sobald der Drucker dieses Blatt ausgedruckt hat, auf dem mein nächstes Selbstexperiment steht. Dass ich mich aktuell nicht mehr von Junkfood ernähre, jeden Tag auf eine leere Wand starre oder dauerhaft offline bin, ist hoffentlich klar. Viele Experimente sind von vornherein nicht auf Dauer angelegt, weil sie entweder Schäden nach sich ziehen können, wie bei 30 Tage Junkfood, oder einen zu großen Einfluss auf meinen Alltag hätten, selbst wenn die Effekte positiv sind. Wie bei 7 Tage offline sein zum Beispiel. Andere Experimente wieder brauchen Zeit, damit sich wirklich spürbare Effekte ergeben und sie wirklich Teil meines Alltags geworden sind. Meist sind das die Experimente, bei denen auch nach dem eigentlichen Zeitraum noch spürbare Veränderungen auftreten. Oder aber die Effekte im Experiment waren so gut, dass ich gar nicht mehr darauf verzichten möchte. Wusstet ihr, dass jeder zweite Deutsche sich wünscht, sein Leben zu verändern, aber nur 10% es wirklich umsetzen? Heute spreche ich über die Experimente, die nach wie vor laufen und wo ich genau das geschafft habe, mein Leben zu verändern. Und sie laufen noch, weil sie entweder inzwischen Gewohnheit geworden sind oder weil die Effekte im Experiment noch nicht klar genug geworden sind und ich sie noch länger verfolgen möchte. Wie bei 2 Jahre kalt duschen oder 2 Jahre Koffeinentzug. Dazu kommt übrigens bald noch ein ausführliches Update. Denn ihr fragt mich oft, ob ich rückfällig geworden bin bezüglich Koffein. Und teilweise bin ich das auch. 812 Tage ohne Zucker? Nicht ganz, aber fast. Ich habe 100 Tage auf Zucker verzichtet. Das ist wirklich so lebensverändernd. So stelle ich mir Drogenentzug vor. Vor über 2 Jahren hatte ich einen durchschnittlichen Zuckerverbrauch von 450 Gramm am Tag. Weil ich nicht nur ohne Ende Schokolade, sondern auch Fertigprodukte und kleine süße Snacks gefuttert habe. Als ich das Experiment dann startete, wurde mir erstmal klar, wie schwierig das wird. Jedes Mal beim Einkaufen jede Verpackung genau lesen. Und alle Worte für Zucker im Kopf haben, weil manchmal auch einfach was anderes draufsteht, statt Zucker. Glucose, Dextrose, Saccharose, Maltose, Galaktose und 1000 weitere Bezeichnungen für Zucker sind inzwischen in meinem Kopf gespeichert, damit ich entspannt zuckerfrei einkaufen kann. Das Experiment läuft also weiter und ich bin trotzdem rückfällig geworden. Und das nicht nur einmal. Wenn man längere Zeit auf sogenannten raffinierten Zucker verzichtet, wie er in Süßkram oder Fertiggerichten vorkommt, und dann wieder Zucker zu sich nimmt, kann das unangenehme Folgen haben, wie ich aus persönlicher Erfahrung weiß. Ich habe das nämlich schon mal ausprobiert. Für die Wissenschaft. Und zwar genau 1 Jahr nach meinem Zuckerverzicht. Ja, da lache ich noch. Später am Tag ging es mir dann nicht mehr so gut. Und das hat Gründe. Jetzt wollte ich schon die VHS hier reinstecken, aber es geht ja um Zucker. Da muss ich doch eher mich selbst reinstecken, weil ich so süß bin. Ihr versteht, weil ich so... Wenn man längere Zeit keinen Zucker gegessen hat und dann wieder damit anfängt, reagiert der Körper sensibel. Der Blutzucker steigt rasend schnell an, dann fällt er schnell ab. Das kann zu Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Gereiztheit führen. Im Gehirn wird plötzlich wieder Dopamin ausgeschüttet, was kurz gute Laune macht, aber auch Heißhunger oder Unruhe auslösen kann. Der Darm, der nicht mehr an Zucker gewöhnt ist, kann mit Blähungen, Völlegefühl oder Bauchschmerzen reagieren. Auch das Geschmacksempfinden ist verändert. Süßes schmeckt plötzlich intensiver oder ungewohnt künstlich. Ein abrupter Wiedereinstieg in den Zuckerkonsum kann aus medizinischer Sicht also direkte und unmittelbare Folgen haben. Allerdings bin ich 2024 dann trotzdem noch 2-mal rückfällig geworden. Und das sogar voller Absicht. Manchmal dreht die Welt irgendwie durch, alle wollen was von dir, alles geht schief. Ich habe gerade so eine Woche und ich habe eine Sache gemerkt. Es hilft mir total, in so einer Woche einen Tag einzubauen, in dem ich mir alles erlaube. Ich achte ja auf super viel, ne? Ich trinke kein Koffein, ich vermeide Zucker. Und ich habe heute gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, auch auf diese 1000 Sachen zu achten. Und habe heute die Zügel locker gelassen. Ich habe heute Zucker zu mir genommen. Ich habe heute einen Kaffee getrunken. Also, was ich damit sagen will, ist, diese Beschränkungen können auch echt nach hinten losgehen. Und da muss man den Zeitpunkt gut wählen, an dem man sich das auch mal erlaubt, nicht mehr sich alles zu verbieten. Es ist ja die eigene Entscheidung.
Und es geht ja letztlich darum, dass es mir besser geht, indem ich nicht tausendfach Zucker zu mir nehme, von Koffein abhängig bin oder dauernd am Handy hänge. Leben findet ja überall dazwischen statt. Der Zucker an diesem Tag beschränkte sich auf Ahornsirup im Kaffee, wenn auch nicht wenig. Aber es war jetzt keine Schokoladenschlacht mit mehreren Tafeln, so wie früher. Dabei war das noch nicht mal der erste Rückfall. Aber Sekunde, was macht der Drucker? Okay, also den ersten Rückfall gab es bei meinem Bequemlichkeitsvideo, als ich 14 Tage in den USA war und so bequem wie möglich gelebt habe. Dann ein halbes Jahr später wieder, als alles zu viel war und dann nochmal im späteren Experiment 30 Tage nur Junkfood. Logisch. Das war dann aber auch ziemlich extrem. Aber zum Glück bleiben das alles Ausnahmen. Genau wie das Stück Kuchen beim Geburtstag meiner Oma jedes Jahr und hoffentlich noch viele weitere Geburtstage. Ansonsten versuche ich weiterhin, den Zucker so gut ich kann zu vermeiden. Aber ich mache daraus jetzt auch nicht so einen extremen Zwang. Wichtig ist nur, dass ich nicht wieder in diese Spirale gerate. Mehr als einmal pro Woche Zucker? Auf gar keinen Fall. Das ist zumindest meine aktuelle Regel, die ich versuche durchzuziehen. Und warum? Wegen der echt guten Effekte von Zuckerverzicht. Seit ich meinen Zuckerkonsum so radikal reduziert habe, spüre ich mehrere Effekte. Mehr Energie über den ganzen Tag, keine Zuckercrashs mehr, also auch kein Mittagstief mehr, ein stabileres Gewicht und das auch bei Stress, da hatte ich vorher so einen kleinen Jojo-Effekt, und meine neue Ernährung, die ist gesünder, aber auch sehr viel einfacher, da fast alle Fertigprodukte rausfliegen und ich sehr schnelle und einfache Gerichte zum Selberkochen gefunden habe. Man kann da einfach im Internet nachgucken. Und so viel mehr. Ich habe beim Thema Zucker wirklich das Gefühl, dass ich hier einen extrem positiven Effekt auf mein gesamtes Leben habe. Ich fühle mich seitdem fitter und merke auch jedes Mal, wenn ein anderes Experiment dazu führt, dass ich doch verstärkt wieder Zucker zu mir nehmen muss, wie beim Junkfood, wie schlecht das Zeug einfach für mich ist. Außerdem ist meine Haut ohne Zucker sehr viel besser geworden. Wie ihr bereits wisst, meine Haut ist mein Endgegner. Oft merke ich zuerst an meiner Haut, dass etwas nicht stimmt. Zu viel Stress, zu wenig Bewegung, zu viel Zucker. Und auch, wenn ich durch meine Experimente mich manchmal ein bisschen wie so ein Ernährungsdoc fühle, wenn ich allein durch die Änderung von Gewohnheiten eine Verbesserung schaffe, so hat am Ende nur eine Sache dauerhaft geholfen bezüglich meiner Haut. Und zwar eine auf mich abgestimmte Hautpflegecreme von Formelskin. Formelskin bringt Hautpflege ins digitale Zeitalter. Du füllst online einen Fragebogen aus, lädst ein paar ungeschönte Selfies hoch, ja genau die mit den Pickeln und nicht die mit den Filtern, und bekommst deinen persönlichen Pflegeplan, der wirklich auf deine Hautprobleme abgestimmt ist. Und das auch nicht von irgendeiner App, sondern von echten Hautärztinnen und Ärzten. Das Pflegeset kommt dann per Post und dabei ist das Wichtigste die Formel, meine individuell auf mich abgestimmte Hautcreme, die sich um alles kümmert. Dazu gibt es eine Waschlotion, eine Pflegecreme und gerade jetzt an den heißen Tagen noch eine passende Sonnencreme. Und so wie sich das Wetter ändert, kann sich auch unsere Haut ändern. Deswegen gibt es immer wieder Feedback von den Ärztinnen und Ärzten zum Ist-Zustand. Und falls nötig, wird Formelskin den Pflegeplan anpassen. Ich nutze Formelskin jetzt seit über 6 Monaten. Und nach einer kurzen Anfangsphase, wo die Haut so ein bisschen schlechter wurde, was ganz normal ist, ist sie dauerhaft besser geworden. Und das zum ersten Mal in meinem Leben. Und falls ihr mit eurer Haut kämpft, ob wegen Stress, zu viel Zucker oder einfach weil sie macht, was sie will, probiert Formelskin gern mal aus. Mit meinem Code TheChangeMan40 gibt es aktuell für Neukundinnen und Kunden 40% Rabatt auf die ersten 2 Monate. Und Haut ist auch etwas, das ich nicht aufschieben würde. Ah, sehr gut. Mit diesem Experiment konnte ich sogar Tomatolix beeindrucken. Wie immer ein tolles Experiment. Krass, wie produktiv du warst. Ich bin auch schon sehr gespannt auf das nächste Video, weil sich meine Work-Life-Balance auch nicht ganz gesund anfühlt. Vor einiger Zeit habe ich versucht, eine Woche lang nichts aufzuschieben und meine komplette To-Do-Liste abzuarbeiten und alle Aufgaben zu erledigen, sobald sie anfallen. Prokrastiniert ihr auch? Schiebt ihr Dinge auf, die eigentlich gestern schon hätten erledigt sein sollen? Ich mache das zum Glück nicht mehr. Und das hat wirklich alles verändert. Fast 60% der Deutschen geben an, regelmäßig Dinge aufzuschieben, obwohl sie wissen, dass es ihnen schadet. Und das kannte ich auch sehr gut. Ein Problem war, dass ich mir immer viel zu viel vorgenommen habe und dann erschlagen war von der Masse an Dingen. Dann ist meist gar nichts passiert. Ich habe nichts gemacht. Und das wurde dann irgendwann problematisch, da ich auch Steuerliches oder Vertragliches verschleppt habe. Und daraus entstanden immer mehr Probleme. Und das wollte und musste ich auch ändern. Und vor 2 Jahren habe ich dann genau das getan. Zum Glück mit Erfolg. Heute funktioniert es sehr gut.
Ich schiebe gar nichts mehr auf, da ich mich an die jetzt kommenden 5 Dinge halte, die für mich nachhaltig, gesund und produktiv sind. Eisenhower-Matrix. Ich habe dank der Eisenhower-Matrix alle Aufgaben nach Wichtigkeit und Dringlichkeit priorisiert und mich daran gehalten. Tracking. Ich habe minutengenau notiert, was ich täglich mache, um sinnvolle Pausen zu finden, aber auch, um unnötige Zeitfresser und Ablenkungen rauszufinden. Als Resultat darf mein Smartphone nicht mehr in Sicht- oder Griffweite sein, wenn ich arbeite. Eat the Frog. Die schwierigste und unangenehmste Aufgabe mache ich morgens zuerst. Heute war das eine Steuersache. Danach habe ich meistens eine ganz andere Motivation für den Rest des Tages, weil schon mal so ein Brocken weg ist, auf den ich keine Lust hatte. Tiny Habits. Ich habe mir kleine Routinen angewöhnt, wie beispielsweise alle halbe Stunde dehnen und mich kurz bewegen. Denn alle 30 Minuten mache ich eine Pause. Dabei schaue ich aus dem Fenster oder mache mir einen Tee oder trinke etwas, dehne mich. Hauptsache keine Bildschirme. To-Do. Ich habe für jeden Tag eine kleine To-Do-Liste. Da dürfen maximal 4 Dinge drauf, sonst crasht es einfach bei mir. Für jedes To-Do plane ich immer die doppelte Zeit ein, denn es kommt immer irgendwas dazwischen. Irgendwer ruft an, irgendwas passiert. Und abends notiere ich dann die Liste für den Folgetag. Und wenn es 5 werden, stelle ich sofort was um. Manchmal schaffe ich auch nicht alle 4 und dann kommt es nochmal auf die Liste. Dann muss ich für den nächsten Tag anpassen. Damit fahre ich sehr gut und das bringt mir die nötige Flexibilität. Überstunden oder Arbeiten am Wochenende ist nicht erlaubt. So bleibt Kopf und Körper bei mir gesund. Das Folgevideo 100% produktiv und gesund konnte dann auch weitere prominente YouTuber beeindrucken. Warum das so gut funktioniert und dir vielleicht auch helfen könnte, ob beruflich oder privat, zeigt auch die aktuelle Forschung. Was die Forschung aber nicht zeigt, funktionieren Videorekorder auch, wenn sie auf dem Kopf stehen? Die Forschung weist darauf hin, dass effizientes Arbeiten, Glück und Pausen zusammenhängen. Wer klug arbeitet, sich dabei gut fühlt und regelmäßig Pausen macht, bleibt leistungsfähig, motiviert und gesund. Dazu gehört auch im beruflichen Alltag Meetings zu reduzieren, Konzepte wie die 4-Tage-Woche auszuprobieren und eine gute Work-Life-Balance. All das fördert nachweislich die Produktivität. Wusstet ihr, dass fast 50% YouTube nutzen, um etwas zu lernen? Genauer gesagt 45,57%. Der Rest will einfach nur Fun. Was macht eigentlich der Drucker? Ich glaube, ich brauche einen neuen Drucker. Wir machen weiter. Oh ja, spätestens seit dem Radikal-Aufräumen-Video bin ich fasziniert vom Gedanken des New Minimalism, der zwangsläufig auch dazu führt, dass ich irgendwann mal digital ausmisten muss, beziehungsweise das mache ich ganz bald. Dieses Jahr kommt noch das Video. Digital ausmisten habe ich auch immer mal wieder unwissentlich gemacht. Das war aber nie wirklich nachhaltig. Richtig nachhaltig war eigentlich nur das hier. Ich habe WhatsApp gelöscht. Was soll schon passieren? Ich habe WhatsApp spontan gelöscht. Muss aber zugeben, dass die endgültige Trennung von WhatsApp und damit die Entschlackung meiner digitalen Kommunikation auch ein bisschen aus Zufall passiert ist. Denn dadurch, dass durch das Experiment mein komplettes WhatsApp-Konto unwiederbringlich gelöscht war, war das Ding durch. Die Effekte des Experiments waren so gut, dass ich keine Motivation hatte, die App und die damit verbundenen Probleme wieder zu installieren. Das gilt natürlich erstmal nur für mich, aber WhatsApp war für mich negativ, weil die Kommunikation oft oberflächlich war. Ständig so leere Nachrichten wie „Hey!" ohne Kontext. Und da kamen halt kaum echte Gespräche zustande. Viele Sprachnachrichten waren dann minutenlang und teilweise voller Atmer- oder Gedankenpausen. Hier. Was ist das? Fast alle sendeten nur und gingen nicht auf die Antworten ein. Statt echter Gespräche gab es halt diese Dauermonologe. WhatsApp vermittelte mir und vielen Menschen das Gefühl, dass wir nur noch in Kontakt waren, obwohl wir keine echte Beziehung mehr hatten und uns teilweise auch seit Jahren nicht gesehen hatten. Ich meine, das könnten theoretisch andere Messenger auch, aber vor allem bei WhatsApp ist genau dieses Gefühl bei mir entstanden. Und ich habe diese Menschen teilweise Jahre nicht gesehen, obwohl wir bis heute in der gleichen Stadt wohnen. Ich habe WhatsApp damals spontan deinstalliert, nachdem ich vorher täglich mit fast 40 Menschen darüber kommuniziert habe. Und nach der stillen Deinstallation haben sich in 100 Tagen nur 6 der 40 Menschen wieder bei mir gemeldet. Und ein paar von denen waren echt sauer. Hey, wir haben uns 100 Tage nicht gehört und ich wollte mal fragen, wie es dir so geht. 100 Tage? Ist das wieder so ein Experiment? Ich habe WhatsApp gelöscht, das war das Experiment und wollte so ein bisschen gucken, was passiert. Ganz ehrlich,
aus den Augen, aus dem Sinn. Tut mir leid, aber ich werde jetzt nicht extra eine App für dich installieren, damit ich da mit dir schreiben kann, wenn du dir zu gut bist für WhatsApp. Niemand möchte einfach so geghostet werden. Das ist mir auch klar. Allerdings war ich auch überrascht, dass, wie ich inzwischen weiß, mehr Menschen, als ich dachte, gar nicht gemerkt haben, dass ich weg war, dass unser Kontakt aufgehört hat. Inzwischen habe ich viele der 40 Kontakte wieder gesehen, zufällig getroffen, beruflich in Kontakt gekommen oder sogar proaktiv kontaktiert, zum Beispiel an Geburtstagen. Das Ergebnis war, dass auch ein Jahr später alle nicht gemerkt haben, dass wir vom täglichen Schreiben zu absoluter Stille gewechselt haben. Und das hat mir wirklich zu denken gegeben. Hat mich aber auch gefreut, dass bestimmte Menschen sich sehr schnell gemeldet haben und dass die Qualität dieser Beziehungen sehr davon profitiert hat. Diese Dinge passieren und dafür gibt es viele Gründe. Vielleicht war die Freundschaft oder der Kontakt einseitig und dem Gegenüber nicht so wichtig wie mir. Vielleicht habe ich aber auch die Bindung falsch eingeschätzt. Oder es liegt daran, dass diese Freundschaften und Kontakte vor allem online geführt wurden. Also muss nicht, kann aber ein ausschlaggebender Grund sein. Ich habe jetzt sofort auch direkt 2 Leute, die mir einfallen, mit denen ich nur online in Kontakt stehe, aus verschiedenen Gründen. Und der Kontakt ist gut. Und ich habe das Gefühl, wir sind uns sehr nah. Grüße gehen raus an Bursi. Das muss nicht, kann aber ein ausschlaggebender Grund sein. So, ich habe jetzt noch eine Idee mit diesem Videorekorder. Es gibt nämlich wissenschaftliche Forschung dazu. Freundschaften, die vor allem online geführt werden, wird im Alltag weniger Wert zugemessen. Studien weisen darauf hin, dass viele Menschen über digitale Kanäle Kontakt halten, aber echte tiefe Freundschaften weiterhin vor allem mit persönlicher Begegnung verbunden sind. Laut einer aktuellen YouGov-Studie sind 75% der Deutschen der Ansicht, dass echte Freundschaften nur im richtigen Leben funktionieren und nicht durch die virtuelle Welt ersetzt werden können. Gleichzeitig haben 20% der Befragten Internetfreundschaften mit Menschen, die sie noch nie persönlich getroffen haben. Der Wert einer Online-Freundschaft hängt stark von den individuellen Erwartungen und der Intensität der Beziehung ab. Fakt ist aber, werden Freundschaften vor allem online geführt, kann es schneller passieren, dass sie weniger wichtig genommen werden. Oder ein Kontaktabbruch weniger auffällt als bei Freundschaften mit häufigen realen Kontakten. Ui. Also, mein Freundeskreis hat sich seit dem Experiment stark verändert. Es sind weniger, aber sehr viel intensivere Kontakte entstanden. Es sind wirklich massiv weniger. Ich treffe seitdem viel öfter diese Menschen als vorher. Ich treffe generell öfter meine Freundinnen und Freunde. Und das freut mich sehr. Weil ich habe auch hier ausgemistet. Vor allem, nachdem ich inzwischen fast alle dieser 40 Menschen, die ich anfangs erwähnt habe, wieder getroffen habe und gemerkt habe, wie egal denen das war, dass wir nicht mehr geschrieben haben, dass sie es gar nicht gemerkt haben. In Deutschland haben wir statistisch 3,7 enge Freundinnen oder Freunde. Bei mir sind es 3. Kein Komma. Keine halben Leute. Einen davon spreche ich und sehe ich fast nur noch digital. Die anderen sehe ich zum Glück regelmäßig. Die eine Person wohnt einfach sehr weit weg. Und ich vermisse WhatsApp bis heute nicht. Sämtliche wichtige Kommunikation findet in bestimmten Bereichen statt. Beruflich per E-Mail, privat über Signal und das klappt wunderbar. Ich vermisse nichts und bin weniger abgelenkt. Und dass WhatsApp jetzt auch mit Werbung vollgepflastert wird, wahrscheinlich, und viele erweiterte Funktionen neben den Basics jetzt kostenpflichtig werden sollen, zeigt, dass meine Entscheidung definitiv richtig war. Das hat alles nichts zu suchen in privater Kommunikation. Oh ja, das war ein Gamechanger besonderer Güte und das mache ich inzwischen seit 5 Jahren dauerhaft. Okay, da kümmere ich mich gleich drum. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich von heute auf morgen alle Entscheidungen meinem spontanen Bauchgefühl überlasse und nichts mehr überdenke. Sag mal, ist das dein Ernst? Die meisten zweifeln regelmäßig an ihren eigenen Entscheidungen. Und meine Therapeutin hat mal sehr passend gesagt, Intuition ist die gesammelte Erfahrung eines Menschen. Und es stimmt. Hier ist die VHS. Die war die ganze Zeit hier aufgeräumt. Och, meine Güte. Unser Wissen aus dem Bauch, das auf unterbewusste Prozesse, Erfahrungen und Eindrücken beruht, äußert sich oft als plötzliche Eingebung, Ahnung oder spürbaren Impuls. Es hilft uns in Sekundenbruchteilen, komplexe Situationen einzuschätzen. Dabei ist das Bauchgefühl schneller als das bewusste Nachdenken. Es arbeitet im Hintergrund, noch bevor unser Verstand aktiv wird. Man kennt das Bauchgefühl auch als innere Stimme, 6. Sinn oder Instinkt. Wissenschaftliche Studien weisen deutlich darauf hin, dass das Bauchgefühl, also intuitive Entscheidungen, das emotionale Wohlbefinden meist stärker fördert als eine Kopfentscheidung.
Bauchentscheidungen werden schneller getroffen, fühlen sich leichter an und führen häufiger zur Umsetzung, da die meistens mit unseren persönlichen Vorlieben übereinstimmen. Das kann ich nur bestätigen. Von beruflichen Entscheidungen in hitzigen und extremen Situationen an Filmsets bis zu persönlichen Entscheidungen im Privatleben fahre ich sehr gut mit meinem Bauchgefühl. Spüre den Impuls und folge ihm. Und ich hinterfrage das auch nicht mehr. Und ich liege damit immer richtig. Tatsächlich habe ich da aber auch einfach Glück. Das kann nämlich auch wirklich schief gehen. Das Bauchgefühl ist nicht immer zuverlässig. Es kann durch Vorurteile, Ängste oder Fehlinformationen beeinflusst werden und dann halt auch zu Fehlentscheidungen führen. Etwa beim Umgang mit Fake News und KI-Inhalten. Da gab es auch super Artikel auf Spektrum Wissenschaft. Laut aktueller Forschung glauben wir manchmal Informationen, die sich gut anfühlen, aber falsch sind. Also das kann schiefgehen. Und dann verbreiten wir plötzlich selber Fake News ohne böse Absicht. Was kann man dagegen tun? Am besten beides kombinieren. Der Verstand liefert Wissen, das Bauchgefühl verarbeitet es zur Entscheidung. Bei wenig Erfahrung braucht man zusätzliche Informationen oder zusätzlichen Rat von Expertinnen oder Experten. Wenn ihr also in einem abstürzenden Flugzeug sitzt, überlasst der erfahrenen Pilotin die Entscheidung, was zu tun ist und bleibt sitzen. Ja, Leon, auch du. GTA-Profi sein ersetzt nicht den Pilotenschein. Wir haben das schon so oft besprochen. Seit 5 Jahren entscheide ich jetzt alles nach Bauchgefühl. Außer bei Themen, mit denen ich mich nicht auskenne. Dann versuche ich weitmöglichst zum Experten zu werden oder mit echten Expertinnen und Experten zu sprechen. Und dabei liege ich nun viel öfter richtig als vorher. Und auch kreativ hat sich das ausgezahlt. Ich denke nicht mehr drüber nach, ob in der Story alles super logisch ist, sondern ob es sich logisch und richtig anfühlt. Bei späteren Checks, die durch Sender oder Auftraggeber kommen, kommt dann raus, dass es jetzt besonders Sinn macht. Ich kann das gar nicht erklären, aber kreativ verlasse ich mich jetzt 100% auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl. Und das verbessert alles. So, letztes Experiment, glaube ich. Oh ja, das sorgt bis heute für Kontroversen tatsächlich. Nach 4 Jahren mit langen Haaren habe ich sie abgeschnitten. Dass ich überhaupt 4 Jahre lange Haare hatte, liegt unter anderem an diesem Mann und meiner Faszination, selbst Horrorfilme zu drehen. Du musst irgendwie dein Erscheinungsbild, deine Marke, das, was du bist, ändern. Eine der größten Änderungen, die eigentlich alle von euch mitbekommen haben werden: Ich habe jetzt genau 1 Jahr lang wieder kurze Haare. Und ob ich sie wieder wachsen lasse, erzähle ich gleich. Außerdem habe ich nach dem Video, wo ich erzählt habe, dass ich mir die Haare abschneide und sie abgeschnitten habe, einen sehr seltsamen Effekt festgestellt, mit dem ich vorher überhaupt nicht gerechnet habe. Vielleicht haben sich einige von euch gewundert, warum ich bei einigen Thumbnails nach dem Haare-Ab-Video nachträglich eine Mütze aufgesetzt bekommen habe. Wir haben festgestellt, dass tatsächlich die Klickrate der Videos runterging, sobald ich mit neuer Frisur zu sehen war. Ich dachte erst, es ist eine persönliche Kritik, aber einige von euch haben mich, und das ist kein Scherz, einfach nicht mehr erkannt. Und das habt ihr dann später auch kommentiert, als ihr es bemerkt habt. Vorher habt ihr ganze Videos komplett übersehen, weil ihr mich nicht erkannt habt. Heißt es, ich habe meine eigene Marke beschädigt? Wie wichtig ist Aussehen in der Social-Media-Welt wirklich? Das machen wir mit iPhone. Das äußere Erscheinungsbild öffentlicher Personen ist Teil der persönlichen Marke. Eine plötzliche Veränderung, etwa von langen zu kurzen Haaren, kann die Wiedererkennbarkeit beeinflussen und das Publikum irritieren, besonders wenn das Aussehen ein Markenzeichen war. Imagewechsel können aber auch neue Aufmerksamkeit bringen. Entscheidend sind die Glaubwürdigkeit und Offenheit. Wer Veränderungen ehrlich erklärt, kann das Vertrauen und die Identifikation der Community stärken. Dass ihr mich nicht mehr erkennt, hat sich nach und nach ausgeschlichen. Aber ich habe mir eine Zeit lang wirklich Sorgen gemacht. Das war wirklich wild. Wie meine Haare. Die bleiben übrigens jetzt erstmal kurz. Alle weiteren Effekte waren positiv und sind es auch heute noch. Und mit kurzen Haaren ist auch die Haarpflege leichter. Und dieses Video, ich habe mir 1 Jahr lang die Haare nicht mit Shampoo gewaschen, wäre mit kurzen Haaren wahrscheinlich auch nicht so spektakulär gewesen. Aber die brauchen halt einfach weniger Pflege. Und ich sehe selbst dann, wenn ich mal nicht wirklich viel Zeit im Bad hatte, in den meisten Fällen noch gepflegt aus. Also heute war es auch wirklich sehr stressig. Was ich von den langen Haaren nicht behaupten kann. Wenn ich da keine Zeit hatte, hat man das sofort gesehen. Und Image durch lange Haare hin oder her, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich nicht die ganze Zeit dran denken muss, ob jetzt meine auf einmal wieder fettigen Haare oder chaotischen Haare meinem Gegenüber nicht passen oder irgendwie
ich blöd aussehe oder das Gefühl habe, blöd auszusehen. Und das mit kurzen Haaren wesentlich seltener. Das heißt nicht, dass ich gegen lange Haare bin. Ich liebe den Style. Da geht aber auch einiges mit einher bezüglich Pflege und zeitlichem Aufwand. Wisst ihr, dass nur 7% der Menschen ihre guten Vorsätze wirklich einhalten? Anfangen ist ja schon schwer genug, was anders zu machen. Aber falls ihr Schwierigkeiten damit habt, auch 30 Tage durchzuhalten, bei was auch immer, habe ich jetzt einen Tipp für euch. Fotografiert, dokumentiert oder filmt euren Prozess. Nicht zwingend für die Öffentlichkeit. Vielleicht nur für euch, euer Umfeld, euren privaten Insta-Account. Aber sobald ihr Freundinnen oder Freunden Bescheid gebt, dass ihr etwas versucht durchzuziehen, seid ihr unter Beobachtung. Ihr könnt jetzt unter Beobachtung wahrscheinlich etwas disziplinierter dranbleiben. Wenn es euch hilft, könnt ihr mich auch auf euren Stories markieren. Dann kann ich auch sehen, was ihr macht. Denn mir hilft es sehr, diese Experimente öffentlich zu machen. Und der zusätzliche Druck, für euch ein vernünftiges Video zu produzieren, das machen zu müssen, ist eine weitere Motivation. Vor allem an Tagen, an denen ich eigentlich alles hinschmeißen will, weil es mal wieder zu anstrengend, zu schwierig oder einfach nicht mein Tag ist. Aber die Dokumentation des Prozesses und das Wissen, dass so viele Menschen aus diesen Videos viel mitnehmen, pusht mich persönlich und künstlerisch wirklich sehr. Und dass mein Image als Horrorfilmemacher durch die kurzen Haare gelitten hat, kann ich absolut nicht sagen, weil ich schreibe weiter aktuell an meinem ersten Kinofilm und ihr werdet auch demnächst noch etwas mehr zu einem anderen Projekt sehen. Und das war wirklich gruselig. Was war das? Ah, der Drucker ist fertig. Es ist übrigens jedes Mal super schön zu lesen, dass ihr meine Videos nicht nur schaut, um zu sehen, wie dieser peinliche Künstler leidet, wenn er sich für die Wissenschaft den dritten Burger reinhaut, aber dass ihr auch wirklich was aus meinen Videos mitnehmt und sogar die Experimente selber ausprobiert, bedeutet mir wirklich extrem viel. Weil es zeigt mir, dass YouTube auch Gutes bewirken kann. Wir für uns selbst und für andere. Und jetzt mal ganz ehrlich, welche Experimente von mir habt ihr schon mal selbst versucht und wie lange habt ihr durchgehalten? Und hattet ihr auch positive Effekte? Ich lese eure Erfolgserlebnisse, Geschichten und langen Kommentare immer sehr, sehr gerne. Und beim kommenden Video wird es die bestimmt auch wieder geben, denn es geht um 30 Tage ohne Deo im Hochsommer bei über 30 Grad.